Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In the last lesson we learned what is Passiversatz. In this lesson you will learn how to use the word irgend. Along with other articles and words, it can be used as an indefinite pronoun and an article. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, podcasts, early access to our videos and more. So, fangen wir an. Lektion 9. Irgend. Hier sind erstmal ein paar Beispiele. Hast du irgendwo meinen Schlüssel gesehen? Irgendein Mann hat angerufen. Hier stimmt irgendetwas nicht. Wie man sehen kann, irgend ist immer mit einem Artikel oder Pronomen kombiniert. Es zeigt etwas Unbekanntes, Beliebiges. Man hat keine genaueren Informationen darüber. Irgend kann man mit vielen Fragewörtern, indefiniten Artikeln und einigen Indefinitpronomen kombinieren. Und diese benutzt man meistens in der mündlichen Umgangssprache. Diese Irgendwörter kann man für Personen benutzen. Hier sind ein paar Beispiele. Irgendjemand. Kann mir irgendjemand sagen, warum wir hier sind? Irgendwer. Irgendwer hat mich neulich angesprochen. Irgendein. Irgendein Schüler hat die Prüfung nicht abgelegt. Irgendeiner. Hast du hier irgendeine Frau mit langen Haaren gesehen? Irgendein benutzt man für Nomen, die maskulin oder neutrum sind. Irgendeine benutzt man für Femininnomen. Irgendeiner, irgendwer und irgendjemand haben die gleiche Bedeutung. Diese drei Beispiele zeigen uns, wie. Irgendeiner hat ihr die Blumen geschickt. Oder man kann sagen, irgendwer hat ihr die Blumen geschickt. Oder irgendjemand hat ihr die Blumen geschickt. Die Bedeutung von allen diesen Sätzen ist gleich. In diesen Sätzen benutzen wir die Irgendwörter als Pronomen. Wenn diese Wörter vor einem Nomen stehen, dann werden sie dekliniert. Zum Beispiel hier. Irgendwelche. Ich kann nicht mit irgendwelchen Leuten wohnen. Hier benutzen wir statt irgendwelche irgendwelchen, weil das nach der Dativpräposition kommt, also die Dativpluralendung en. Wie schon gesagt, Irgendwörter werden dekliniert, wenn sie vor einem Nomen stehen. Das können wir in dieser Tabelle sehen. Im Nominativ sagt man irgendein Mann, irgendeine Frau, irgendein Kind und irgendwelche Leute. Im Akkusativ bleibt alles gleich, außer maskulin. Statt irgendein Mann sagt man irgendeinen Mann. Im Dativ sagt man irgendeinem Mann, irgendeiner Frau, irgendeinem Kind und irgendwelchen Leuten. Im Genitiv sagt man irgendeines Mannes, irgendeiner Frau, irgendeines Kindes, irgendwelcher Leute. Hier sind ein paar Beispiele, damit die Deklination klarer wird. Irgendein Mann ist mir gestern gefolgt. Hier, Mann ist im Nominativ. Kennst du irgendeinen Mann, der mir helfen kann? Hier, Mann ist im Akkusativ. Im Dativ, bitte rede nicht mit irgendeinem Mann auf der Straße. Und Genitiv, die Frau irgendeines bekannten Mannes wurde ermordet. Also im Singular, irgend
plus indefiniter Artikel und im Plural irgend plus welche, was man deklinieren muss. Irgendwer im Akkusativ ist irgendwen und im Dativ ist irgendwem. Genauso wie bei Personen, Irgendwörter kann man auch für Sachen benutzen. Irgendetwas. Können Sie mir irgendetwas anderes zeigen? Hier kann man auch sagen, können Sie mir irgendwas anderes zeigen? Irgendein. Hast du vielleicht irgendeinen Stift zum Schreiben? Je nach Artikel und Deklination kann man auch irgendeine, irgendeinem, irgendeiner und so weiter benutzen. Und im Plural? Irgendwelche. Aus irgendwelchen Gründen ist sie nicht gekommen. Irgendwörter kann man auch für Orte benutzen. Zum Beispiel irgendwo. Wir wollen irgendwo in Italien Urlaub machen. Irgendwohin. Wolltest du nicht irgendwohin gehen? Irgendwoher. Irgendwoher kenne ich dieses Lied. Und auch für Zeit. Irgendwann. Irgendwann müssen wir alle gehen. Auch für Methoden kann man Irgendwörter benutzen. Irgendwie. Die Aufgabe werden wir irgendwie schon schaffen. Bevor wir weiter lernen, machen wir eine kleine Übung. Ihr müsst mit den richtigen Irgendwörter ergänzen. Hier ist der erste Satz. Und die Antwort ist: Ich bin mir sicher, dass noch irgendjemand in diesem Zimmer ist. Hier ist der nächste Satz. Die Antwort ist: Irgendwo habe ich meine Tasche vergessen. Der nächste ist: Die richtige Antwort ist: Kannst du mir irgendwann bei der Hausaufgabe helfen? Hier ist der vierte Satz. Und hier ist die Antwort: Wollen wir irgendwas oder irgendetwas zum Trinken holen? Jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele an, wie man aus 2 Sätzen einen formulieren kann. Er ist heute Abend zurückgekommen, aber ich weiß nicht wann. Man kann auch sagen, er ist heute Abend irgendwann zurückgekommen. Er ist gegangen, ich weiß nicht wohin. Man kann auch sagen, er ist irgendwohin gegangen. Hier ist das nächste Beispiel. Sie hat sich ein neues Auto gekauft. Ich weiß nicht welche Marke. Man kann auch so formulieren. Sie hat sich irgendein Auto gekauft. Und noch ein Beispiel. Sie hat gestern jemand mitgebracht, den ich nicht kenne. Oder man kann sagen, sie hat gestern irgendjemand mitgebracht. Jemand wird nicht immer dekliniert, aber wenn man das deklinieren würde, könnte man hier sagen, sie hat gestern irgendjemanden mitgebracht. Sehr schön! To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions,
You can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!